Im letzten Video dieser kleinen Serie möchte ich noch auf die Bedürfnisse von Senioren eingehen. Denn nicht nur behinderte Wellensittiche oder Vögel, die einen schweren Unfall oder eine Operation mit Amputation hinter sich haben, brauchen besondere Aufmerksamkeit. Bei älteren Vögeln kann ein barrierefrei eingerichtetes Vogelzimmer auch von Vorteil sein. Flexible Nagerbrücken aus Holz oder Baumwollseile sind ideal, um für Seniorenvögel große Entfernungen zu überbrücken. Kletterhilfen wie Leitern, Seile und Rampen erleichtern den Seniorenvögeln die Fortbewegung. Denn durch Muskelschwund und Herzschwäche fällt auch gesunden Vögeln im Alter das Fliegen schwer. Und für Wellensittiche mit Arthrose sind gepolsterte Sitzplätze und weiche Sitzbrettchen aus Kork ein ebenso gern angenommener Ruheplatz wie für Handicap-Wellies. Nicht nur zitternde Vögel oder Vögel mit Lähmungen wissen Liegebrettchen mit seitlichen Rändern, von denen sie nicht herunterrutschen, zu schätzen. Auch Seniorenvögel schlafen gern angelehnt oder stützen sich ab. Besonders breite Rampen und große Liegeflächen wie eine Matte aus Seegras oder kleine Höhlen und Zelte aus Stoff sind mit ihrer weichen Oberfläche ideal für Seniorenvögel mit Arthrose. Auch sie entlasten gerne ihre Füße und Flügel und legen sich flach auf die große Fläche. Außerdem besteht bei den höhlenartigen Spielzeugen oder Sitzplätzen keine Gefahr, dass die Vögel aus Versehen herausfallen können. Meine älteste Henne Emma liebt es, auf diesen Holzbrücken zu liegen, und mein Handicap-Wellensittich Maya nutzte die breite Liegefläche dieser Holzbank, die eigentlich für die Vogelfütterung gedacht war, liebend gern als sicheren Schlafplatz. Die Lehne hinten und die kleinen Erhebungen vorne und an den Seiten verhindern, dass der Vogel aus Versehen herunterfällt. Bequeme Ruheplätze aus Kork, Seegras oder Stoff und Kletterhilfen sind das eine. Manche Wellensittiche entwickeln im Alter Atemprobleme. So hatte meine Henne Lilly am Ende ihres Lebens mit Aspergillose, einem Pilzgeflecht, das in ihrer Lunge wuchs, zu kämpfen. Hier kann neben einer Inhalationstherapie auch ein Luftreiniger und Befeuchter Abhilfe schaffen. Denn am meisten schadet den Vögeln die trockene Heizungsluft. Ich habe mir jetzt einen solchen Luftreiniger zugelegt. In meiner Wohnung ist es leider im Winter doppelt schlimm, denn durch meine Ölheizung haben wir auch mit einer hohen Feinstaubbelastung zu kämpfen. Zum Schluss noch ein paar Tipps zur Polsterung für sturzgefährdete Wellensittiche. Damit die gesunden Vögel nicht die Polsterung anknabbern und die Polster auch nicht so stark verunreinigt werden, solltet ihr Luftpolsterfolie oder Ähnliches mit Bettlaken, Tüchern oder Decken abdecken. Die lassen sich ohne Probleme in der Waschmaschine reinigen. Wer den Vögeln gleich noch aus der Polsterung eine kleine Spielwiese zaubern will, kann eine weiche Einstreu wie Heu darüber verteilen. Sand ist weniger geeignet, da die Körnchen, insbesondere die kleinen Aniskörner, stark stauben und dem fallenden Vogel die Augen verletzen können. Sitzbrettchen und Sitzstangen lassen sich leicht mit Luftpolsterfolie oder weichem Stoff auspolstern. Damit die Vögel die Polsterung nicht anknabbern und zur leichten Reinigung, könnt ihr das Ganze mit einem Mikrofasertuch umwickeln. Das Ganze dann einfach an der Unterseite mit Verbandklammern oder Sicherheitsnadeln befestigen. Diese Ummantelung lässt sich leicht regelmäßig zum Waschen wechseln. Sind Senioren oder Handicap-Wellensittiche schlecht zu Fuß und können schlecht fliegen, hilft eine Kletterhilfe. Das Holzbrett könnt ihr mit Stufen aus weichen Seilen ausstatten. Besonders rutschsicher wird diese Rampe, wenn ihr vorher Führungsrillen in das Holz ritzt und dort die Seile anbringt. So kann der Wellensittich problemlos von Seilstufe zu Seilstufe hüpfen oder laufen. Besonders wichtig, achtet bei allen Kletterhilfen darauf, dass sie standsicher und fest angebracht sind. Sollten Bretter oder Vogelbäume umfallen, könnten sie im schlimmsten Fall ein oder mehrere eurer Wellensittiche unter sich begraben. Prüft daher regelmäßig alle Vogelmöbel auf Schäden. Lose Fäden solltet ihr bei Seilen und Polstern sofort entfernen, denn die Vögel ziehen mit Vorliebe daran und können kleinste Partikel verschlucken. Das kann auch bei gesunden Vögeln zu Kopfentzündungen oder einem Darmverschluss führen. Wie hat euch diese Videoserie gefallen? Habt ihr noch Tipps oder Anregungen zum barrierefreien Vogelzimmer? Teilt sie gerne in den Kommentaren.